Gedanken und Gefühle kontrollieren lernen. Ja, das ist ein Bedürfnis, das wirklich ganz viele Menschen bewegt. Aber vor allen Dingen bewegt es diese Menschen, die unter ihren eigenen Gedanken und Gefühlen leiden. Wir schauen uns heute in diesem Video mal ganz genau und ganz explizit an, ob das überhaupt erstrebenswert ist, seine eigenen Gedanken und Gefühle kontrollieren zu lernen und ob es eventuell einen anderen und vernünftigeren Weg dazu gibt. Das Ganze und noch viel mehr erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß! Sag mal, kennst du das von dir, dass du versuchst, deine eigenen Gedanken und Gefühle fast zwanghaft zu kontrollieren? Also die ganze Zeit zu versuchen, ich muss so denken, ich muss das denken, ich muss diese Gefühle haben und vor allen Dingen, wie kriege ich dieses Gefühl wieder in den Griff? Vor allen Dingen Menschen, die unter Angststörungen, Zwangsgedanken, Depressionen, aber auch viele anderen psychischen Störungen leiden, versuchen das die ganze Zeit. Ja, und das liegt höchstwahrscheinlich daran, weil sie halt das alles nicht fühlen wollen. Hallo, du wunderschöne Seele. Mein Name ist Juan und ich helfe dir, seelische Gesundheit auf Dauer zu erreichen, um dich wohlzufühlen, ohne Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit. Du hast mitbekommen, heute geht es darum, wie wir lernen können, einen vernünftigeren Umgang mit uns selber zu lernen, damit wir nicht mehr so stark unter diesen Gedanken und Gefühlen, und auch inneren Impulsen leiden. Und dazu möchte ich dir heute etwas erklären und am Ende dieses Videos möchte ich dir noch eine phänomenale Hausaufgabe geben, damit du die in deinen Alltag integrieren kannst und damit üben und lernen kannst. Als allererstes dürfen wir einmal verstehen, dass wir, wenn wir möchten, also du darfst deine Gedanken, Gefühle, Emotionen, Impulse anders benennen. Wir nennen das heute einmal innere Ereignisse. Ich finde dieses Wort viel besser. Weißt du nämlich warum? Ganz einfach, weil es sind ja innere Ereignisse. Ne? Es sind ja alles Dinge, die in uns innen drin hervorgehen. Wir haben Gedanken, wir haben öfters Impulse, etwas zu tun oder etwas nachzugehen, Bedürfnisse und Gefühle. Und warum innere Ereignisse? Innere Ereignisse, weil sie eben kommen und gehen. Sie kommen und gehen. Mal halten sie länger an, und mal eben nicht so lang. Also könnte man tatsächlich sagen, es sind innere Ereignisse. Es ist wichtig, dass du das bis zu diesem Punkt erstmal verstehst und nachvollziehen kannst. Denn diese inneren Ereignisse passieren allen Menschen. Ob sie psychische Probleme haben, ob sie psychisch gesund sind oder nicht. Alle Menschen auf dieser Welt haben innere Ereignisse. Und zwar den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Monat, das ganze Jahr, ja das ganze Leben. Sie haben den ganzen Tag ununterbrochen innere Ereignisse. Sie haben diese Gedanken, sie haben diese Impulse und sie haben diese Emotionen und sie haben diese Emotionen. Und wie schon eben gesagt, kommen sie und sie gehen. Sie kommen und sie gehen. Die allermeisten Menschen haben gelernt, mit verschiedenen unbewussten Methoden mit diesem inneren Ereignis umzugehen. Alle. Denn es ist ja so, umso länger das Leben dauert, umso schwerer wird dieser Rucksack mit diesen inneren Ereignissen. Der wird irgendwann mal so schwer und schwerer und schwerer und schwerer. Und meistens häuft sich alles an und das wird noch immer mehr und mehr und mehr. Und dann haben wir, wir haben ein Werkzeug unbewusst in uns innen drinnen gelernt. Bei jedem ist es anders, wann wir dieses Werkzeug angefangen haben zu nutzen. Ich nenne dieses Werkzeug Kontrolle. Ja, dieses Werkzeug ist Kontrolle. Warum benutzen wir überhaupt dieses Werkzeug Kontrolle? Naja, weil scheinbar ein Bedürfnis besteht, diese inneren Ereignisse nicht haben zu wollen. Weg von mir. Ich möchte sie nicht haben. Weg. Möchte sie nicht haben. Naja, klingt logisch. Warum möchte man sie denn nicht haben? Weil sie sich halt schrecklich anfühlen. Ich will doch nicht diese Gedanken haben. Ich will doch nicht diese Gefühle. Und schon gar nicht diese Impulse in mir haben. Also habe ich mir Kontrolle angewöhnt als Werkzeug. Und diese Kontrolle
die stelle ich jetzt für dich dar als eine Art Thermostat, okay? Warum Thermostat? Wieso? Ganz einfach. Der menschliche Geist, die menschliche Psyche kann besser damit arbeiten, wenn wir irgendwas Greifbares haben, das wir anfassen können, dann kann sich das unser Verstand einfach besser vorstellen. Also, stell dir vor, du hast ein Thermostat. Dieses Thermostat hast du hier auf der linken Schulter. Stell dir das jetzt in diesem Moment bildlich einmal vor. Du hast hier ein Thermostat. Dieses Thermostat ist höchstwahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn du gerade dieses Video ansiehst, auf 0. Okay? Es ist auf 0. Vielleicht ist es auf 1, vielleicht ist es auf 2. Aber wenn du jetzt gerade ruhig und gelassen bist, ist es halt eben auf 0. So. Wenn wir Menschen im Alltag, auf Arbeit, draußen, privat, egal wo, abends auf dem Sofa, innere Ereignisse fühlen, spüren, wie Gedanken, Gefühle, die uns nicht passen oder uns nicht gefallen, dann fangen wir an, dieses Thermostat zu benutzen. Wir nehmen einen Regler und drehen den auf 1, 2, 3, je nachdem, welche Bewertung wir diesen inneren Ereignissen jetzt in diesem Moment zuschreiben. Das heißt, spüre ich Panik, das wäre wahrscheinlich extrem unangenehm. Im Rahmen einer Panikattacke setze das Thermostat an, von 0 auf 10 nach oben. Und jetzt bin ich voll in der Kontrolle. Ich muss besser denken. Warum habe ich diese Gedanken? Wie kriege ich diese Gefühle weg? Was könnte ich tun? Was kann ich machen? Ich muss mich ablenken. Ich muss dies machen. Ich muss das machen. Denk positiv. Schau dir das an. Mach dies, mach jenes. Sprechen mit einer Freundin. Hier. Dein Verstand ist so, wie soll man sagen, ja, er ist so einfallsreich und so kreativ, wenn es darum geht, innere Ereignisse zu kontrollieren. Denen fallen allen möglichen Dinge ein, ne? Und das kann man auf alles anwenden. Wenn man so möchte, ist das, ja, das größte Problem der modernen Menschen. Warum passieren den Menschen die ganze Zeit so schlimme Dinge? Warum greifen sie zur Flasche? Weil sie süchtig nach Alkohol sind? Nein, sie greifen nicht deswegen zur Flasche, sondern sie greifen daran, weil sie innere Ereignisse nicht haben wollen und versuchen, die irgendwie zu kontrollieren. Wenn ich eine Essstörung habe und ich muss mich übergeben, dann mache ich das, weil ich irgendwelche inneren Ereignisse nicht ertrage, weil mein Selbstbild mir dem nicht so entspricht, wie ich gerne wäre. Und bei allen anderen Störungen ist das genauso ein Problem. Wir wollen immer innere Ereignisse nicht spüren. Ja oder nein? Stimmt es ja oder nein? Du möchtest diese inneren Ereignisse nicht haben. Und dafür brauchst du dieses Thermostat. Und dieses Thermostat tust du die ganze Zeit benutzen. Eigentlich benutzt du es den ganzen Tag. Du benutzt es den ganzen Alltag. Die ganze Woche. Das ganze Monat, das ganze Leben. Und jetzt hat dieses Thermostat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, manchmal besser, manchmal schlechter, schaffen wir es mit diesem Thermostat der Kontrolle, ja, unsere inneren Ereignisse zu kontrollieren. Mal klappt das besser und mal klappt es schlechter. Aber der Nachteil ist, dass dieser Rucksack, den ich die ganze Zeit kontrolliere, immer schwerer wird und schwerer und schwerer und schwerer. Das heißt, irgendwann mal kommt der Punkt in meinem Leben, wo ich das Ganze nicht mehr kontrollieren kann. Und was passiert dann? Dann kommt, boom, die psychische Störung, wenn man so möchte. Ich kann mich nicht mehr davon befreien. Ich habe einen Burnout, ich habe eine Depression, ich habe eine Angststörung, ich habe Zwangsgedanken. Dann gehe ich zum Arzt und der schreibt eine Diagnose drauf, ICD, F.42.0, Zwangsstörung oder je nachdem Panikstörung oder was es da alles so gibt. Hier kriegen Sie die Tabletten von mir, machen Sie mal Urlaub, dann wird es auch wieder gut. Viele profitieren davon, die Pharmaindustrie verdient. Der Partner ist beruhigter, weil es dem Mann oder der Frau wieder besser geht oder sonst irgendwie was. Das Umfeld ist auch wieder beruhigter. Alle profitieren, aber du hast nie gelernt, wie man mit seinen Gedanken und Gefühlen eigentlich wirklich umgeht. Jetzt habe ich viel geredet. Am Anfang dieses Videos habe ich dich gefragt, ist es sinnvoll, seine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, so wie es viele YouTuber sagen oder andere. Meinst du das wirklich sinnvoll, nach dem, was ich dir jetzt gerade erklärt habe? Klingt das logisch? Klingt das nachvollziehbar? Macht es Sinn, seine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren? Dauerhaft? Schreib's doch mal bitte in die Kommentarbox. Vielleicht könnten wir darüber eine Diskussion beginnen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie du darüber denkst.
Aber mehr noch würde mich interessieren, wie weit hast du es in deinem Leben schon geschafft, dauerhaft eine Lösung zu finden, deine inneren Ereignisse zu kontrollieren. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir haben ja dieses Thermostat, das Thermostat der Kontrolle. Und das ist links. Wo links ist, gibt es ja auch rechts. Richtig. Wir haben auf der anderen Seite auch noch ein Thermostat. Dieses Thermostat finde ich sehr, sehr, sehr viel interessanter. Ne? Es macht sehr viel mehr Sinn und dauerhafter kann es uns zu sehr, sehr viel mehr Frieden im Leben helfen. Und welches Thermostat ist es? Dieses Thermostat besteht jetzt aus 2 Wörtern. Du hast richtig gehört, aus 2 Wörtern. Wobei das erste Wort sehr, sehr, sehr viel wichtiger ist als das zweite Wort, was eigentlich den Inhalt widerspiegelt. Ich rede von Bereitschaft zur Akzeptanz. Also Bereitschaft, Akzeptanz. Das ist dieses Thermostat hier. Es ist das genaue Gegenteil von Kontrolle. Hör zu. Bereitschaft zur Akzeptanz. Was bedeutet das Ganze? Ich habe gerade gesagt, das erste Wort ist wichtiger. Fett unterstrichen, schwarz geschrieben, Ausrufezeichen, alles groß geschrieben. Bereitschaft ist das Zauberwort. Noch sehr, sehr viel wichtiger als Akzeptanz. Inwieweit bist du, inwieweit bin ich, inwieweit sind wir alle dazu überhaupt bereit, innere Ereignisse zu akzeptieren? Was soll das Ganze jetzt bedeuten? Alle sprechen immer von Akzeptanz. Akzeptanz ist so heilsam. Ja, das ist es tatsächlich. Das ist es wirklich. Wenn ich dazu bereit bin, zu akzeptieren, dass in mir innere Ereignisse vorkommen, Gedanken, Impulse, Gefühle, ohne das Thermostat der Kontrolle zu benutzen, wenn ich dazu bereit bin und mich dazu entschließe, das zu akzeptieren für diesen Moment, dass innere Ereignisse zwar sehr unangenehm sein können, sie kommen, aber wieder gehen, dann brauche ich keine Kontrolle mehr. Was zur Folge hat, dass dein Rucksack nach der Zeit sich leert und immer wieder ein bisschen mehr von diesem Müll aus der Vergangenheit, den wir alle auf uns aufgeladen haben, endlich mal wieder ein bisschen, gehen kann, verlieren kann. Wir brauchen weniger Kontrolle. Und diese Gedanken und Gefühle können mehr fließen. Und wir erreichen mehr Selbstvertrauen zu uns, weil wir nämlich lernen können in diesem Moment, dass wir innere Ereignisse, egal welche, von Panik, Angst, Depression, Schwermut, unangenehme Gefühle akzeptieren können. Und wenn wir sie akzeptieren, dann fürchten wir sie nicht mehr. Und wenn wir sie nicht mehr fürchten, dann werden wir frei. Und das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen endlich wieder frei werden. Und wir wollen uns wieder richtig fühlen. Und dafür brauchst du Bereitschaft. Bereitschaft zur Akzeptanz. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, wie kriege ich denn überhaupt diese Bereitschaft? Und jetzt kommen wir zu dieser Hausaufgabe, die ich dir am Anfang dieses Videos gesagt habe, was du machen und tun kannst, damit du diese Bereitschaft zur Akzeptanz wieder erlangst. Und da darfst du mir jetzt genau zuhören, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte, dass du ein Blatt Papier nimmst. Ich arbeite immer sehr gerne mit Blatt Papier, das weißt du, das habe ich dir schon in anderen Videos gesagt, Stift und Zettel, weil ich finde, solche Oldschool-Geschichten sind da einfach viel, viel besser wie das Moderne mit dem Smartphone. Du nimmst dir 2 Spalten und du machst es von Montag bis Sonntag. Du schreibst dir 2 Spalten auf, jedes Mal. Auf der linken Spalte schreibst du dir oben drauf Kontrolle, also Thermostat Kontrolle. Auf der rechten Spalte schreibst du drauf Akzeptanz, Bereitschaft zur Akzeptanz. Übrigens über Akzeptanz habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir oben einmal auf den i. Da geht es nochmal ausführlich darum. Auf der rechten Seite, wie gesagt, schreibst du Bereitschaft zur Akzeptanz.
Das schreibst du dir jeden Tag auf. Jeden Tag, jeden Tag. Tust du jeden Tag deine Zähne putzen? Ich gehe davon aus, ja, oder? Dann kannst du das auch jeden Tag machen, bei allem Respekt, oder? Also, komm, das wirst du hinkriegen. Du schreibst es dir auf jeden Tag und jetzt gehst du in deinen Alltag. Du musst gar keine besonderen Situationen suchen oder irgendwas Besonderes tun oder machen, sondern du gehst einfach deinen Alltag nach. Wenn du jetzt merkst, dass du irgendwo bist und es tauchen in dir innere Ereignisse auf, dann frage dich einmal, wie viel Prozent habe ich in dieser Situation mein Thermostat der Kontrolle benutzt und wie viel Prozent das Thermostat zur Bereitschaft der Akzeptanz. Hier geht es jetzt nicht darum, um zu gewinnen und Kontrolle zu besiegen und Bereitschaft zur Akzeptanz mehr zu bekommen, sondern einfach nur um dieses Bewusstmachen. Das heißt, du kriegst ein Ereignis, ich mache dir ein fiktives Beispiel, du bist im Kaufhaus. Du bist an der Kasse, du wirst ungeduldig. Mensch, das dauert ewig. Ich brodel vor Wut. Inwieweit benutzt du gerade das Thermostat? Sag mal ganz ehrlich, wie viel benutzt du es? Oh, du fängst schon an, denk gut, ja, da meint es nicht böse, ich muss dies oder dieses tun. Oder wie viel Prozent bist du dazu bereit, diese Situation jetzt zu akzeptieren? Du gehst deinen Alltag nach, schreibst die Prozente auf und jeden Tag am Abend nimmst du dir 5 Minuten Zeit und schreibst auf der linken Spalte auf. So viel Prozent habe ich kontrolliert und so viel Prozent habe ich die Bereitschaft zur Akzeptanz gehabt. Und das Ganze machst du dann Spalte für Spalte. Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. Du wirst sehen, du musst dagegen gar nicht kämpfen oder irgendwas tun, sondern dich einfach nur beobachten, inwieweit deine Bereitschaft steigt. Ich bin mir sicher, ganz sicher, wenn du es wirklich kontinuierlich machst, dass du jeden Tag Stück für Stück für Stück merken wirst, dass die Prozentzahl auf deinen Zettel der Bereitschaft zur Akzeptanz steigen wird und immer mehr weniger Kontrolle du loslassen wirst. Jetzt werden viele sagen, wenn ich das mache, dann passiert doch genau das, wovor ich mich fürchte. Ja, genau, und deswegen kontrollierst du ja. Weil du eigentlich Angst hast, wenn du Gefühle und Gedanken zulässt, dass dieser Super-GAU passieren wird. Du drehst durch, du verlierst den Verstand im Rahmen einer Panikstörung etc. etc. Aber das Ganze passiert nicht. Es wird Folgendes passieren. Am Anfang ist das meistens so. Diese Gefühle und diese Gedanken werden erstmal einen Peak annehmen. Sie gehen nach oben. Und wenn du sie dann akzeptierst und dazu aber bereit bist, dann machen sie noch einen weiteren Peak. Und wenn du dann immer noch Ja sagst, ja, dann fallen sie runter. Und das ist dann die Situation, wo du loslassen kannst. Du kannst dann diese Gefühle dann wirklich loslassen, dann wirst du frei. Nicht jedes Gefühl, nicht jeden Gedanken, aber nach der Zeit mehr und mehr und mehr. Mach diese Übung, ich bitte dich darum, bleib dran, kontinuierlich, Stück für Stück. Und du wirst merken, dass auch du wieder frei, ja, von inneren Ereignissen sein wirst. Wenn dich jetzt interessiert, wie man ganz ausführlich eine Angststörung im Rahmen zum Beispiel einer Panikstörung, also einen Panikattacken mit Agoraphobie oder ohne überwinden kann, verlinke ich dir das einmal hier in der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.